machen jetzt den Ringpur, den ich euch in der Vorstellung gezeigt habe. Und vorab will ich euch noch zeigen, was ich denn alles so benutze. Einen Schaber, um nachher die Farbe von den Ecken zu kratzen. Vorher habe ich ganz normales Pappband, Abklebband. Das kriegt ihr auch in 1-Euro-Läden. Das funktioniert genauso gut wie das andere auch. Gekauft. Habe kleine Pins in die Ecken gehauen. Das hat den Vorteil, dass ich das nachher hinten ganz normal drehen kann und die Farbe besser abkratzen kann. Also ist für mich einfacher gewesen, als es auf die Becher zu stellen, weil ich habe festgestellt für mich, wenn ich es auf die Becher stelle, ich bin zu dusselig. Ich schmeiße es um, mir verlaufen die Sachen, besser die Pushpins. Was ich auch immer habe, Papier. Weil ich verwutze mich ständig, damit kann man die Sachen aufwischen. Ich habe, wie ihr seht, eine Apple Watch oder irgendeine andere Watch, ist auch egal. Ich ziehe sie nicht aus, deswegen habe ich mir diese Schweißbändchen gekauft und die ziehe ich einfach über die Uhr. Somit ist sie geschützt und ich muss sie nicht ablegen. Was ich auch habe, ich habe jetzt schon eins auf, aber zur Demonstration, ist ein Haarband. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Bilder ich zerstört habe mit meinen eigenen Haaren. Seitdem habe ich immer ein Band in den Haaren, das ich nach hinten, also wo ich meine Haare nach hinten mache. Seitdem sind keine Haare mehr auf meinen Bildern. Und ich schaue auch vorher, dass ich hundehaarfrei bin. Ich habe einen wunderbaren Hund, einen Labrador, die Haare nur. So, jetzt habe ich zu Weihnachten bekommen neue Farben, und zwar Farben von Arteza. Die habe ich bisher noch gar nicht benutzt. Das ist heute das erste Mal und ich freue mich drauf, dass wir das zusammen im ersten Video machen können. Und ich habe mich heute entschieden für Mauve Pale, Rose, habe ich aber gemischt noch mit ein bisschen Scarlet Red und etwas von dem Mauve, weil mir das zu Neonfarben war. Dann habe ich noch Phthalo Blue. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Bitte schimpft mich nicht. Gold und Silber. Das sind die Farben, die ich heute benutzen werde. Ich habe sie direkt auch schon angemischt. Ich glaube, was mich unterscheidet von anderen Ringpuren ist, ich lasse meine Farbe sehr dick. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Farbe zu dünn angerührt ist, mischen sich die Farben und du kriegst nicht mehr diese schönen Strukturen. Das heißt, die Ringe gehen verloren, die Farben mischen sich. Das heißt, ich schaue mal, ob ihr das hier sehen könnt. Sie sind relativ dick. Jetzt habe ich aber festgestellt, Arteza-Farbe ist von sich aus etwas dünner als die Farben, die ich sonst immer benutze. Das heißt, auch diese Mischung, die ich Farbe 1:1 mit Pouring Medium angemischt habe, ist etwas dünner sogar noch als das, was ich sonst benutze. Aber wir versuchen das jetzt gemeinsam gut hinzubekommen. Hier ist mein Gold, das Rot, Silber, Phthalo Blue, Lila und das ist die Farbe, die ich angemischt habe. Aus dem Rose, aus dem Rot und aus dem Lila. Was ich euch heute gerne zeigen möchte, ist, wie ihr diese Art von Ringpur bekommt. Und zwar ist das ein Ringpur auf einem Ringpur. Das heißt, ich werde erst einen Ringpur in die Mitte setzen und stretchen, sodass die Ecken bedeckt sind. Das sind dann diese Sachen, die übrig bleiben. Und dann direkt darauf nochmal einen Ringpur setzen. Das ist bei diesem Bild genau derselbe Effekt gewesen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt, weil es ein bisschen dunkel ist. Das ist das, was von dem ersten Ringpur übrig bleibt. Aber
Wenn ihr den zweiten hier drauf setzt, dann bekommt ihr einen richtig tollen Effekt. Die Farbe fließt viel besser und ihr könnt das noch ein bisschen drehen, wie ihr das möchtet. Und ich finde, man bekommt dadurch richtig tolle Effekte hin. Also ich habe mich entschieden, den ersten Ring aus Gold, Phthalo Blue, und diesen Rot-Lila Gemisch zu machen. Und wir füllen dann mal den Becher. Ich benutze immer Pappbecher. Dieses Hobby ist doch sehr müllanfällig und ich denke, Pappbecher sind auf jeden Fall die bessere Lösung als Plastikbecher. Ist leider so, produziert Müll. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal die Farben zu schichten. Was ihr als erstes in den Becher macht, kommt als letztes raus und ist quasi das Center, also der Mittelpunkt eures Purs. Ich habe jetzt hier 0,2 Liter Becher. Es ist viel Farbe, die ich benutzen werde, aber es lohnt sich. Der erste Becher wäre damit geschichtet. Dann bringen wir mal die erste Farbe auf die Leinwand. Ihr seht, ich versuche das relativ langsam zu machen. Beobachtet die Farbe, wie sie aus eurem Becher kommt. Wenn ihr seht, die Farben vermischen sich zu sehr, macht langsamer. Ich sehe schon, die Artesa-Farbe mischt sich etwas. Also die unteren Farben haben jetzt alle so einen Gold-Touch, was ich eigentlich nicht möchte. Ich möchte, dass die Farben separiert bleiben. So, und jetzt kommt der Fall, der dürfte nicht zu ungeduldig sein. Weil im Becher unten ist noch ganz viel Farbe drin, in dem Fall Gold. Und die möchte ich auf jeden Fall ja auf meiner Leinwand haben. Das Gute ist auch, wenn ihr die Farben etwas dicker habt, dass das Ende hier am Ring nicht ganz so schwierig ist. Ich versuche dann immer die Farbe vom Becher auf der Leinwand quasi abzuküssen. Wie ihr seht, es hat sich geküsst und dann tropft auch nichts runter. Der Becher ist jetzt mehr oder weniger leer, es bleibt aber immer noch etwas Farbe im Becher zurück. Jetzt kommt der lustige Part. Hier ist es egal, wie ihr den Ring dreht, weil traurigerweise, es bleibt am Ende eh nicht mehr viel davon übrig. Manchmal denke ich mir immer, ach, lässt du das jetzt so? In dem Fall glaube ich, ist das auch so, weil die Farben sind echt schön zusammen. Aber der Effekt nachher ist einfach gigantisch. Finde ich jetzt. Der erste Ringpur ist sozusagen drauf. Seht ihr auch, wofür ich die Tücher brauche? Es ist nichts blöder, als wenn eure Finger voller Farbe sind und ihr versucht hier die Farbe von den Rändern zu kratzen, geht über euer Bild und habt dann Tropfen auf dem Bild drauf. Dann ist die Arbeit nämlich umsonst. So, Nummer 1 ist abgeschlossen.
So, ich beginne dann jetzt mit dem Schichten des zweiten Bechers, auch wieder 0,2. Ich habe mich für die Farben entschieden: Gold, Rot, gemischtes Rot, Pink, Lila, Silber, Lila und Blau. Und da 2 Schichten. So, der zweite Becher ist auch gefüllt. Und ich fange jetzt wieder direkt in der Mitte an zu puren. Ihr seht, bei diesem Pappbecher kann man schön eine kleine Ecke hier vorne formen. Und da läuft die Farbe viel besser raus, als wenn ihr einen Plastikbecher benutzt. Zumindest ist das meine Erfahrung. Hier ist der zweite Ring und ihr seht, von unserem ersten Ring ist leider nicht viel übrig, aber ich wurde natürlich auch schon gefragt, wäre es nicht sinnvoller, einfach einen Basecoat drunter zu machen. Klar, kann man machen, aber ich persönlich finde die Struktur, die sich hier ergibt, so schön, dass es das wert ist, die Farbe zu verbrauchen. Vorsichtig anheben, aufpassen, dass man keine Tropfen auf das Bild macht, denn es ist jetzt relativ schwer. So, und ich finde es immer ganz schön, wenn der zweite Ring auf jeder Seite einmal runter tropft. So, jetzt haben wir erstmal diesen Effekt. Bin ich eigentlich schon mit zufrieden, aber man könnte das in sich noch ein bisschen drehen. Ich finde die Effekte, die dabei entstehen, wenn ihr die Farbe auf der Leinwand rotieren lasst, seht ihr? Sind richtig schön. So, ich bin jetzt damit relativ zufrieden. Da ich die Farbe gerade erst abgemischt habe, werde ich mit meinem Bunsenbrenner noch ein bisschen hier die Luft aus der Farbe holen. Alles in allem bin ich jetzt mit der Fließfähigkeit von den Arteza-Farben sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich werde sie demnächst noch ein bisschen dicker lassen. Weil was mir persönlich nicht so gefällt, ist, dass das Gold sich hier über das Blau legt. Ich möchte eigentlich schon das Blau an sich haben und bin nicht so der Fan davon, wenn das Gold sich über die Sachen drüber legt. Was ich total schön finde, ist, hier neben hat sich das Gold schön gesetzt und hat ganz tolle Linien ergeben. Das finde ich richtig schön. Und ich bin ein ganz großer Fan davon, Gold, Silber oder Weiß in der Mitte zu haben. Weil das gibt dem Auge doch nochmal so einen richtigen Fixpunkt und es ist nicht zu dunkel. Bei meinem Bild Newborn, das ich ja vorhin gezeigt hatte, ist zwar das ganze Bild recht dunkel, nichtsdestotrotz diese goldene Mitte, finde ich, ist immer noch toll. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsbilder. Und ja, dann hole ich euch jetzt gleich mal runter und zeige euch mal ein bisschen die Details.
diesen Effekt, den ihr hier an den Ecken bekommt, den bekommt ihr halt mit einem Base Coat nicht. Den bekommt ihr nur, wenn ihr vorher noch einen Ring vormacht. Und ich persönlich finde, das ist es wert. Die Ecke ist total toll. Ich bin sehr gespannt, wie die Farben trocknen. Und wenn das Bild trocken ist, zeige ich euch noch, wie ich mit meinem Lieblingsmedium, dem Liquitex Gloss Varnish, die Bilder fertigstelle. So, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich habe schon gemerkt, dass ein oder andere fehlt. Das werde ich euch dann noch in die Beschreibung packen. Und ich gelobe Besserung. Macht's gut, ihr Lieben!